In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie du selbst mit Workbooks oder E-Books Geld verdienen kannst. Ich habe dir mal wieder jemanden rausgesucht, der das offensichtlich tut. Ich habe hier leider keine Belege, also nicht so wie bei Etsy, wo ich dir genau zeigen kann, ja, das hat er in einem Tag verdient oder in 2 oder so. Das gibt es hier nicht, aber du kannst schon sehen, dass er sehr erfolgreich ist. Dustin hat sich eine Webseite gebaut und auf der verkauft er nicht nur Pinsel, nicht nur Fonts, nicht nur, keine Ahnung, Procreate oder ja, Sachen für Photoshop, sondern eben auch E-Books. Und ich nehme dich jetzt einmal mit an den Rechner und wir schauen uns an, was genau da verkauft wird. Und ich zeige dir auch mal seinen Shop bei Creative Market, was eigentlich immer ein Garant dafür ist, dass ein Designer Geld verdient. Denn wenn man bei Creative Market angenommen wird, dann ist es so, dass man irgendetwas können muss, weil sonst würden sie es nicht tun, weil sonst verstopft man nur deren Server. Ne? Also macht überhaupt keinen Sinn, andernfalls. Deswegen ist es eine gute Idee, da mal reinzugucken und zu forschen, ob derjenige da Erfolg hat. Und dann kann man auch schon sagen, ja, der verdient auch sein Geld damit. Ja? Also das bekräftigt er natürlich auch selber, dass das so ist mittlerweile. Aber wenn man der Sache nicht glaubt, und wir sind ja alle immer so misstrauisch, wenn es ums Internet geht, kann man sich so noch einmal Gewissheit verschaffen. Ja, es gibt sie, es gibt die Designer oder Grafikdesigner, die wirklich ihr Geld damit verdienen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt einmal an. Ich bin jetzt hier einmal auf retrosupplyco.co. Und ja, das ist die Seite vom Dustin und du siehst hier schon, er hat verschiedene Kategorien. In Procreate gibt es Bundles, gibt es Brushes, Photoshop, Bundles, Brushes, Templates, Texturen, Aktionen, Illustrator, auch da gibt es Texturen und Grafikstyles und Clipart und all solche Sachen. Selbst für Affinity gibt es mittlerweile Brushes und Texturen. Und hier unter mehr, also More, da findet man auch E-Books und Webinare. Und selbst die kann man verkaufen. Ja, ich klicke da jetzt mal einmal drauf. Und hier siehst du schon, was er da genau verkauft. Ne? Also hier ist mal ein E-Book. Er hatte es offensichtlich nicht ganz selbst geschrieben oder ne, irgendwie bei Amy Hood und Jen Hood. Und das gibt es hier für $10. Wenn ich jetzt hier mal drüber gehe, dann kann ich schon sehen, worum es in dem E-Book geht. Und es ist natürlich so, es ist in Anführungsstrichen einfach ein geschriebenes Buch. Ja? Also nimmst dir ein Word-Dokument und fängst an zu tippen. Und dann irgendwann kommt dabei dein E-Book raus und du kannst es verkaufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit digitalen Produkten Geld zu verdienen. Und deswegen passt das auch in diese Reihe. Und wenn du als Grafikdesigner mit E-Books dein Geld verdienen willst, ja, auch das ist natürlich möglich. Ne? Du kannst in deinem E-Book entweder immer ein Tutorial vorstellen, ne, was du vielleicht dann nicht am Rechner aufnimmst, nicht als Screencast aufnimmst, sondern du kannst es eben beschreiben mit Screenshots vielleicht, einfach zeigen. Kannst du komplett schriftlich machen und das dann Ganze dann exportieren und zum Beispiel bei Amazon Kindle verkaufen. Es gibt mittlerweile auch noch viele weitere Stellen, auf denen du das verkaufen kannst und so kann man auch mit E-Books sein Geld verdienen. Auch selbst wenn du bei Etsy mal guckst und da E-Books eingibst, wirst du sehen, dass es auch da viele Menschen gibt, die mit E-Books ihr Geld verdienen. Ne? Manchmal fragt man sich, wie kann es überhaupt noch Arbeitslose geben, ne? Wenn man sich das mal so anschaut. Ja, es ist alles nicht ohne Mühe. Natürlich ist nicht mal eben ein E-Book geschrieben, aber es ist machbar und auch damit kann man gut und gerne mal so $10 pro E-Book verdienen. Und wenn man da ein gutes Thema recherchiert hat, und das ist immer ganz, ganz wichtig, ne? Also nicht einfach ins Blaue hineinschreiben und sich da keine Gedanken drüber machen, sondern wie gesagt, alles vernünftig überlegen und durchdenken und dann erst anfangen zu schreiben. Das muss natürlich immer so ein Sweet Spot sein, ne? Etwas von dem, was du kennst und von dem, was gefragt ist. Ne? Also ohne, dass du genau weißt, was gefragt ist, ja, das wird nichts. Aber, das habe ich dir ja schon gezeigt, du gehst auf Etsy und recherchierst einfach mal. Ja, wir machen das mal eben. Ich gehe mal auf Etsy und gebe hier mal einfach ein E-Book. Und dann werden mir hier schon verschiedene E-Books rausgeworfen. Jetzt müsste ich natürlich noch jemanden finden, am besten der einen Bestseller hat oder etwas in dem Bereich verkauft, den ich verkaufen möchte.
Hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, warum du auf Etsy verkaufen musst, ne? 19,12 $, ne? Also als Designer könntest du auch dazu im Prinzip ein Buch schreiben und das dann verkaufen, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Seiten hat das Buch und so weiter, kann man sich jetzt mal hier genauer ansehen. Dann kannst du auch ungefähr eine Idee bekommen, wie lange du dafür brauchst, um so ein Buch zu erstellen. Was ich dir hier zeigen wollte, war eigentlich nur, ja, auch auf Etsy ist das möglich, ne? Amazon sowieso. Und es gibt noch ganz viele verschiedene Stellen, wo du eben noch so ein E-Book verkaufen kannst. Ein Workbook, ja, ist etwas Kleineres, ne? Eine Sache, ein Arbeitsbuch, wo du etwas Bestimmtes zeigst, wo die Leute dann eben Übungen bekommen und sich da durcharbeiten können. Kann sehr lukrativ sein, weil nicht jeder guckt gerne Videos, ne? Oder zu einem Video passend ein Workbook wird sich auch anbieten. Und man kann das dann dabei durcharbeiten und hat hinterher etwas in der Hand. Deswegen sind Workbooks auch immer sehr gefragt. Warum Dustin von Retro Supply Co. jetzt Erfolg hat, kann ich dir hier einmal kurz zeigen. Ich bin jetzt bei Creative Market und du siehst auch schon in seinem Shop, der ist gut gefüllt, ne, mit 8 Seiten voller Produkte. Und es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn er da nicht auch eine Menge verkauft. Ich klicke mal hier auf About und dann siehst du schon, er hat 12.000 Follower, also 12.000 Abonnenten. Heißt im Umkehrschluss, wann immer er ein neues Produkt erstellt und das hier rein postet, hat er die Möglichkeit, diesen 12.000 Menschen, von denen er nicht weiß, wer das ist, ja, aber zumindest eine Nachricht zukommen zu lassen, was es bei ihm Neues gibt. Ne? Deswegen ist es natürlich auch immer eine sehr, sehr gute Idee, in solchen Shops richtig gut mitzumachen und die Anzahl seiner Abonnenten zu erhöhen. 12.000 ist schon mal eine schöne Zahl, ne? Bei 12.000 Leuten, die einem folgen und die kriegen alle eine E-Mail, sagen wir 1% Verkäufe, sind wir bei 120. Das ist doch schon mal ganz nett, ne? Also Pi mal Daumen geschätzt. Meinetwegen nimm die Hälfte, sagst du hast nur 60 erstmal an Verkäufen. Aber auch das, ne, ist schon eine sehr schöne Anzahl. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen und du weißt jetzt E-Books, Workbooks, ja oder nein. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss natürlich nicht, auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.